Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Ina und auf meinem Kanal geht es um Nähen, DIY und Upcycling. Und in diesem Video geht es um diese schöne, geräumige Kosmetiktasche. Du kannst sie aus 16 Quadraten nähen für Vorder- und Rückseite und einem festen Kunstlederboden oder aus Canvas, oder das obere Teil kann auch aus einem Stück zugeschnitten werden. Du kannst alle Teile nach meinen Angaben im Video gleich zuschneiden oder ich biete als Alternative auch ein Schnittmuster in meinem Shop an. Das ist das Schnittmuster Trixie. Die Patchwork-Variante ist natürlich ideal für deine Lieblingsstoffreste oder halt auch hier aus Jeans in unterschiedlichen Blautönen. Die Tasche ist 32 cm breit und 22 cm hoch. Der Boden ist 10 cm tief. Hier an der Seite wird eine Handschlaufe befestigt, ideal zum Tragen oder Aufhängen der Tasche. Hier oben hast du natürlich den Reißverschluss und dann da drin richtig viel Platz, und auf der einen Seite ist noch eine kleine Tasche aufgenäht, die mit einem Druckknopf geschlossen wird. Das Futter der Tasche wird am Boden festgenäht, sodass da auch nichts verrutschen kann und alles an Ort und Stelle bleibt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen und Nähen. Hier siehst du alle Schnittteile für die Patchwork-Variante. Da habe ich 16 mal die Quadrate aus Jeans zugeschnitten. Das ist das Schnittteil für den einfachen Stoff. Da ist auch das Kästchen, wo das ganze Material drauf steht, und die Teile, die man zusätzlich ohne Schnittmuster zuschneiden muss. Das ist einmal hier für die Reißverschlussenden, für den Gurt und die Innentasche. Also hier habe ich die 16 Quadrate aus unterschiedlichen Blautönen in Jeans zugeschnitten. Davon habe ich immer genug von alten Jeans. Und der Boden ist aus Kunstleder. Der ist natürlich zweimal zugeschnitten. Das ist das Futter, auch 2 Teile. Die Tasche wird einmal zugeschnitten. Und das für den Gurt mit dem Karabiner. Ein Teil für den D-Ring und die Reißverschlussenden. Zusätzlich brauchst du noch einen Druckknopf und ein bisschen Vlies, das bügele ich immer dahinter. Und das sind nun die Maße von den Teilen. An diesen Ecken werden 5 x 5 cm ausgeschnitten. Das sind die Maße für das einzelne Schnittteil, falls du das nähen möchtest. Der Reißverschluss ist 30 cm lang. Los geht es mit den Quadraten. Die kannst du erstmal so vor dich hinlegen, wie du sie dann anordnen möchtest. Bei mir passt das so schon ganz gut. Es ist ein schöner Wechsel da drin, und dann kann es direkt weitergehen. Jetzt werden die Quadrate paarweise zusammengenäht. Die einzelnen Stoffstücke sollten natürlich eine ähnliche Dicke haben, ansonsten müsste man vielleicht Vlies dahinter bügeln. Die Nahtzugabe ist 1 cm und Anfang und Ende der Naht werden verriegelt. Die Nahtzugaben nun an allen Teilen auseinanderbügeln und anschließend werden die Teile zu Quadraten genäht. Sie kommen so aufeinander und werden zusammengenäht, und darauf achten, dass die Nähte genau aufeinandertreffen, damit es ein besonders schönes Gesamtbild ergibt. Natürlich werden auch hier die Nahtzugaben wieder auseinander gebügelt, und dann kommen jeweils 2 Quadrate rechts auf rechts aufeinander und ergeben dann Vorder- und Rückseite. Wenn das Ganze zusammengenäht ist, wird es nochmal auseinander gebügelt, und dann kommt der Boden jeweils an die Teile rechts auf rechts.
Beim Nähen liegt am besten der obere Taschenteil oben. So hat man die Nahtzugaben gut im Blick und kann darauf achten, dass sie auseinander liegen. Die Nahtzugabe ist hier auch 1 cm und Anfang und Ende der Naht werden verriegelt. Die beiden Taschenteile werden nun so auseinandergefaltet. Die Nahtzugabe wird Richtung Boden gelegt. Das Kunstleder bügele ich nicht so gerne. Ich traue dem Ganzen nicht, deshalb mache ich das einfach so und streiche das glatt. Und dann wird die Nahtzugabe so knappkantig auf dem Kunstleder festgenäht. Ich muss hinten noch was unter den Nähfuß legen, damit es besser losgeht. Das ist noch nicht dick genug. Jetzt funktioniert's. Ich gucke hier auch immer mal und fühle mal, dass die Nahtzugabe auch wirklich nach unten liegt und sich das nicht irgendwie verdreht hat. Und dann nähe ich das bis zum Ende und am anderen Teil natürlich genauso. Wenn du den oberen Teil aus einem Stück Stoff zuschneidest, dann fällen die ganzen Vorbereitungen natürlich weg und man näht einfach Boden und obere Tasche zusammen. Jetzt sind die Teile auf jeden Fall vorbereitet und weiter geht es erstmal mit dem Handgriff, mit der Schlaufe. Das muss jetzt gebügelt werden. Und das kleine Stück für den Ring ebenfalls. Dafür bügelst du an den langen Kanten jeweils 1 cm links auf links und dann legst du die langen Kanten aufeinander und bügelst ebenfalls drüber. Genauso funktioniert das hier an dem langen Teil. Wenn das Ganze abgekühlt ist, dann kann man das direkt so noch nicht genäht durch den Karabiner fädeln und die kurzen Seiten werden auseinandergefaltet und rechts auf rechts aufeinander gesteckt. Am besten fixierst du dies mit ein paar Klammern. Dann werden die Teile dort aufeinander genäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Dann kannst du direkt die Nahtzugabe so auseinanderlegen und den Handgriff wieder in die gebügelte Form zurücklegen. Und mit ein paar Klammern fixieren. Als nächstes wird die offene Kante knappkantig aufeinander genäht. Am besten beginnst du nicht an der dicksten Stelle mit der Naht, sondern kurz davor oder dahinter. Nun einmal rundherum, knapp neben der Kante, zusammennähen. Dabei kannst du den Karabiner immer stückchenweise zur Seite schieben. Wenn du am Anfang der Naht angelangt bist, ein paar Stiche darüber hinweg nähen und verriegeln. Auf der anderen Seite der Handschlaufe mache ich noch eine Ziernaht. Die wäre ja eigentlich nicht nötig, aber ich mag das, wenn beide Seiten genäht sind. Wenn du magst, kannst du das genauso machen. Als letzten Schritt an dieser Handschlaufe wird nun der Karabiner mit einer kurzen Naht fixiert. Dafür lege ich den so an eine Seite, schaue, dass ich dann nicht die dickste Stelle unter der Nadel habe und dann nähe ich da einmal kurz drüber. Ich glaube, ich brauche wieder etwas Gurtband hinten unter dem Nähfuß, damit es besser losnäht. Und dann ein- oder zweimal parallel zu dem Karabiner nähen. Und dann ist das Teil schon mal fertig. Bei dem kurzen Stück nähst du nun die offenen Kanten aufeinander und wenn du möchtest, machst du auf der anderen Seite noch eine Naht. So sieht das Ganze dann jetzt aus und dann wird das einmal so durch den Ring geschoben und der Ring kann dann schon mal auf einen von den Außenteilen festgenäht werden.
auf einer von den Seiten fixierst du den Ring 4 cm vom oberen Rand. Und die Kanten von dem Streifen schauen ca. 1 cm über den Rand hinaus. 0,5 cm ist hier die Nahtzugabe und mit einer kurzen Naht wird das Teil nun festgenäht. So, das Außenteil ist vorbereitet. Nun kommt die Tasche, die Aufsetztasche. Die legst du einmal so in den Bruch und markierst dir da die Mitte und dann nochmal so längst in den Bruch. Und da wird ja nachher der Druckknopf sitzen, dort mittig. Und da bügele ich jetzt von beiden Seiten so ein Vlies auf. Da nehme ich H 250 meistens. Anschließend an einer der Seiten eine Wendeöffnung von ca. 6 cm markieren. Und dann wird das aufeinander genäht. Die Nahtzugabe ist hier 1 cm. Die Ecken abschneiden und die Nahtzugabe zurückschneiden auf ca. 0,5 cm. Nur an der Wendeöffnung bleibt die Nahtzugabe stehen. Dann kannst du die Tasche auf rechts wenden, alles durch die Öffnung schieben und dann vorsichtig ausformen. Und ja, die Ecken sind ja zurückgeschnitten, also aufpassen, dass man da nicht durch die Naht sticht. Aber das geht bei dem dünnen Stoff, bei dem Baumwollstoff eigentlich sehr gut. Wenn dann alles passt, einmal kurz drüber bügeln. Und nun wird die Tasche auf einem von den Futterteilen platziert. Dafür markiert man sich erstmal die Mitte. Einmal über den Stoffbruch hier streichen und dann kann die Tasche mittig dort aufgelegt werden. Und zwar liegt die 1 cm oberhalb von dieser waagerechten Schnittkante und dort wird sie festgesteckt. Der Stoffbruch liegt dabei oben. Dort haben wir ja auch das Vlies für den Druckknopf aufgebügelt. Nun die Kanten auf dem Futterstoff feststecken und dann wird die Tasche knappkantig dort aufgenäht. Nun direkt die Nadel in den Stoff stecken und den Anfang und Ende der Naht gut verriegeln, damit die Tasche nicht abgehen kann. Bis zur ersten Ecke nähen und dann bis zum Ende und dabei wird die Wendeöffnung geschlossen. Als nächstes kommt der Druckknopf. Ich schaue hier kurz, wo der genau sitzen soll und markiere mir das mit dem Stift von dem Druckknopf und dann steche ich da mit so einem Nagel durch. Direkt durch beide Stoffschichten. Hier habe ich für die Futtertasche noch ein Stück Kunstleder, was ich dahinter klemme. Und so mache ich erstmal den einen Druckknopf fest und dann den Druckknopf an der Vordertasche. Weiter geht es mit den Enden vom Reißverschluss. Der Reißverschluss wird zwischen die rechten Seiten der Stoffstücke gesteckt. Also einmal liegt die rechte Seite oben, dann kommt der Reißverschluss und dann die rechte Seite nach unten. Wen jetzt das offene Ende von dem Reißverschluss stört, der kann das ja vorher mit ein paar Stichen zusammennähen. Auf der anderen Seite kommt auch so ein Sandwich. Und dann wird da genäht. Die Nahtzugabe ist hier auch 1 cm und ja, automatisch, ich verriegel immer Anfang und Ende, lieber einmal zu viel verriegelt als einmal zu wenig, auch wenn es gleich wieder abgeschnitten wird, wie ihr gleich sehen werdet.
Ja, also wenn diese Naht gemacht ist, dann die Seiten so, wie man das hier sieht, nach hinten klappen und knapp neben der Kante absteppen. Und das Ganze auf der anderen Seite natürlich genauso. Den Stoff nach hinten legen und direkt absteppen. So sieht das jetzt aus und jetzt werden die Stoffstücke auf die Breite des Reißverschlusses zurückgeschnitten. Das meinte ich ja vorhin, dass man jetzt den Anfang der Naht eventuell wieder ein Stückchen abschneidet, aber das wird jetzt gleich wieder vernäht und dann ist das wieder verriegelt. Die Stoffstreifen sind halt ein bisschen größer zugeschnitten, damit man ein bisschen Spiel hat, falls man mal ein bisschen schief näht oder was einem so alles passieren kann. Nun kommt der Reißverschluss auf eins von den Außenteilen rechts auf rechts. Die Mitte von dem Reißverschluss kommt an die mittlere Naht und der Rest wird dann festgesteckt. Und dann wird der Reißverschluss so darauf festgenäht und hier habe ich schon mal den Reißverschlussfuß eingesetzt und füßchenbreit wird der Reißverschluss nun darauf festgenäht. Also die Nadel habe ich in der Ursprungsposition belassen und damit das nicht zu nah am Reißverschluss ist, die Füßchenbreite passt. Und den Zipper kannst du dann immer, wenn die Nadel im Stoff steckt, hin und her bewegen, damit er nicht im Weg ist. Nun kommt eins von den Futterteilen mit der rechten Seite auf die linke Seite des Reißverschlusses. Die Kanten werden aneinander gelegt und geklammert und dann wird das ebenfalls festgenäht. In der Breite des Nähfußes wird der Stoff nun auf den Reißverschluss genäht. Dann kannst du das aufklappen und die Stoffe nach unten ziehen und entweder glatt streichen oder bügeln und dann dort knappkantig absteppen. Einmal entlang des Reißverschlusses von der rechten Seite absteppen. Und anschließend kommen dann die anderen Teile an den Reißverschluss. Wenn du das schon ein paar Mal gemacht hast, dann kannst du das natürlich auch in einem machen. Da spart man sich einen Nähschritt. Das heißt, die rechte Seite des Reißverschlusses kommt auf die rechte Seite des Außenstoffes, der Jeans, und dann der Futterstoff mit der rechten Seite auf die linke Seite des Reißverschlusses und das Ganze mit ein paar Klammern fixieren. Und dann kann man das auch in einem Schritt festnähen. Und dann natürlich bügeln und absteppen. So sieht das jetzt aus und jetzt kann man hier den überstehenden Stoff von den Reißverschlussenden zurückschneiden. Den Reißverschluss 2/3 oder so öffnen und dann kommen die Teile am Boden aufeinander, Außen auf Außenstoff und Futter auf Futterstoff. Mit ein paar Klammern zusammenstecken, die Nähte aufeinander stecken, hier bei dem Patchwork-Seite, bei der Patchwork-Seite. Und am Boden von dem Futterstoff wird eine Wendeöffnung markiert. Die Wendeöffnung ist ca. 14 cm lang. Und hier an dem Übergang da vom Reißverschluss, die Nahtzugabe wird Richtung Futterstoff gelegt und dann wird das dort aufeinander gesteckt und die Bodennähte und die Seitennähte dann geschlossen. Die Wendeöffnung bleibt natürlich offen. Die Bodennähte habe ich jetzt schon genäht, die einfachen geraden Nähte, die Nahtzugabe ist dort auch 1 cm.
Und dann werden die langen Seitennähte rechts und links noch genäht. Dann hier über die Enden von dem Reißverschluss drüber nähen und die Futterstoffe aufeinander. Und das gleiche dann noch auf der anderen Seite. Dann nimmst du dir nacheinander alle 4 Ecken vor, und zwar legst du die Nahtzugaben auseinander und die Nähte werden dann aufeinander gesteckt. Das ist irgendwie ein bisschen widerspenstig. Also man kann ja auch durch die Wendeöffnung hineingreifen. Aber jetzt habe ich es doch hingekriegt. Auf der anderen Seite das gleiche. Und dann noch an den beiden Futterteilen. Und dann werden diese Nähte genäht. Die Nahtzugabe ist auch hier 1 cm. Und Anfang und Ende der Naht verriegeln und alle 4 Seiten nähen. So sieht das dann jetzt aus. Jetzt nimmst du dir die eine Seite von dem Futter und legst sie so auf das Kunstleder. Die Nähte treffen aufeinander und dort wird das beides zusammengesteckt. Und nun mit der anderen Seite das gleiche. Das ist ein wenig knubbelig, aber so ist das Futter dann nachher festgenäht und kann nichts mehr verrutschen. Also wenn das festgesteckt ist, dann wird das dort zusammengenäht. Ich muss wieder was unterlegen. Das ist ja jetzt schon ganz schön dick geworden und so funktioniert es eigentlich immer ziemlich gut. Und jetzt so knapp neben der Naht, so Richtung Schnittkante, knapp daneben, wird das Futter dann auf das Kunstleder genäht. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt kannst du die Nahtzugabe auf ca. 0,5 cm zurückschneiden auf beiden Seiten. Und dann durch die Wendeöffnung das Ganze einmal nach außen drehen. Da haben wir jetzt erstmal so den Futterstoff, der ist sichtbar. Da kannst du jetzt direkt die Wendeöffnung zustecken und zunähen. Also entweder mit der Nähmaschine, so mache ich das immer, oder mit so einem unsichtbaren Handstich. Dann wird direkt weitergewendet und das Ganze in Form gebracht. Die Ecken ein bisschen herausdrücken und oben am Reißverschluss auch die Reißverschlussenden nach oben ziehen. Das war's. Das Täschchen ist fertig. Jetzt kann man noch ein bisschen Tüddelkram an den Reißverschluss hängen. Das ist ja auch mal praktisch und süß ist es auch. Ja, ich hoffe, mein Schnittmuster-Trixie gefällt dir und die Anleitung ebenso. Dann freue ich mich natürlich, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Und falls du deine Sachen auf Instagram zeigst, dann markiere mich doch gerne mit @mondgöttin oder nutz den Hashtag #mondgöttinkreativ. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann lass noch schnell ein Abo da. Ich sage viel Spaß beim Nähen und danke fürs Zuschauen. Bis dann!